Hallöchens, meine Liebens und Gutens. Das ist eine Begrüßung, gell? Nein, Lovelies, ich habe gerade was gemacht. Ich erzähle euch das mal ganz kurz. Und zwar habe ich hier, wisst ihr, ich habe hier brutal viele Kartendecks und ich habe mir heute gedacht, ich will nicht immer die gleichen nehmen. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen rum, welches Kartendeck ich nehme, und dann habe ich mir halt so zwei rausgesucht, die zur heutigen Legung beisteuern, Infos beisteuern möchten. Und dann habe ich schon mal die Karten jetzt abgeholt. Also ich habe das Kartenbild schon mal und es passt schon wieder brutal. Ich habe die mir deswegen vorher abgeholt, weil die haben alle nämlich hier unten noch so einen Text stehen. Und dass ich da erstmal gucke, was Sache ist, habe ich mich vorher erstmal damit beschäftigt. Ja, und dann quasi noch so Zeitkarten mit dazu abgeholt, weil da habe ich nämlich auch, ich sage ja, ich hab Kartendecks, die habe ich schon entweder schon Ewigkeiten nicht mehr in die Hand genommen oder sogar noch nie. Ja, das musste ich jetzt mal ändern hier. Also, pass auf. Ich kläre dich nun auf, um was es hier geht. Es geht nämlich um eine Person oder eine Situation, die am Horizont erscheint. Ja, jemand oder etwas möchte in dein Leben treten. Ob jetzt alt, neu, whatever, spür dich da bitte rein. Okay? Vor allem dieses Kartendeck, da geht es um Love Stories. Wie immer, wir halten es so allgemein wie möglich. Ja, wenn es hier heißt, hier kommt jemand, ein potenzieller Partner in dein Leben, kann es genauso gut bedeuten, dass du ein Jobangebot erhältst oder eine neue Wohnung findest oder neue Freundschaften knüpfst oder was auch immer. Okay, ihr Lieben, auf jeden Fall haben wir hier ein Geschenk, das dich erwartet, beziehungsweise das zu dir möchte. Eine Person oder eben eine Situation, eine Sache, was auch immer. Der Einfachheit halber bleiben wir jetzt einfach mal bei der Person. Ist es in Ordnung? Ja, okay, Dankeschön. Gut, meine Lieben. Wie gesagt, da ist etwas am Horizont. Diese Person ist noch nicht greifbar. Diese Person kennst du höchstwahrscheinlich auch noch nicht. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in den meisten Fällen ist es so, dass es sich hier um eine neue Person handelt. Und jetzt rutschen wir so ein bisschen in eine zwielichtige Energie rein oder in eine zwielichte Realität, denn diese Person umgibt sich nämlich noch so mit bestimmten Schwingungen. Warte mal, sollen wir jetzt die Zeitkarten gleich damit dazu nehmen? Nee, das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Also, ich zeige euch jetzt erstmal den Rest der Karten, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen was vorstellen kann. Und zwar haben wir hier eine verborgene Energie, okay? Also diese Person wird in dein Leben treten und wird sich aber noch nicht gleich voll offenbaren. Natürlich, im Normalfall ist es ja so, wenn man sich kennenlernt, wenn man anfängt zu daten oder so, meistens fällt man nicht direkt mit der Türe ins Haus und erzählt all die Storys aus der Vergangenheit. Ist klar und ist normal. Ist in Ordnung, nehmen wir so hin, ja, aber da sind halt schon so ein paar stärkere Themen oder größere Themen, sagen wir es mal so, im Hintergrund, im Feld. Also irgendetwas, was dieser Mensch dir nicht so schnell offenbart. Wir haben, also hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, aber jetzt nicht im schlimmen Sinn, so, oh, der kommt nur in dein Leben, um dich zu verarschen oder so. Ich weiß, die Ausnahme bestätigt die Regel, je nachdem, welche Lernaufgabe bei jedem Einzelnen dahinter steht, ja, aber es ist nicht einfach nur so zum Spaß ein Liebesangebot, ja. Jemand kommt und möchte hier in dein Leben. Jetzt habe ich ja doch schon weitergeredet, obwohl ich erst die Karten zeigen wollte. Gut, jetzt kommt hier noch eine skeptische Energie rein, eine skeptische Stimme, entweder vielleicht ein innerer Richter oder
ein befreundeter Mensch von dir. Dann haben wir noch den Hinweis auf eine Drittenergie. Hier auf der Karte sind es Kinder, die eventuell noch eine Rolle spielen innerhalb dieser Verbindung, wo es noch Dinge zu klären gibt, aber wir bleiben allgemein eben bei einer Fremdenergie einfach, okay? Bei die Familie, die hier noch irgendwo mit einspielt oder Ex-Partner, die hier noch energetisch, wie sagt man, präsent sind, ja? Und dann haben wir unterm Deck noch den Hinweis mit der Freundschaft. Aber jetzt gehen wir mal rein. Also, du lernst eine Person kennen. Eine Person kommt auf dich zu. Diese Person ist aber noch nicht komplett offen, beziehungsweise offenbart sich dir noch nicht komplett. Und hierbei ist es so, dass du eventuell das Gefühl hast, so, na, ich weiß nicht, ob ich diesem Menschen vertrauen kann, weil dieser Mensch sendet mir so komische Vibes. In den ein oder anderen Fällen, je nachdem welches Thema bei dir noch triggert oder offen ist, kann es auch sein, dass du direkt auf diese Negativschiene denkst in Richtung Lug, Betrug, Unehrlichkeit, ja, also dass dieser Mensch dich hintergeht oder sonstiges. Das, was ich hier aber merke, ist einfach eine Person, die mit ihren eigenen Baustellen noch zu kämpfen hat, beziehungsweise dieser Mensch hat gerade noch akute Baustellen, ja, also da ist vielleicht kürzlich irgendetwas geschehen oder kürzlich irgendwelche Probleme aufgekommen, mit denen dieser Mensch noch zu kämpfen hat oder beschäftigt ist. Sagen wir es mal so, es muss nicht immer so ein knallharter Kampf sein. Es kann auch einfach sein, dass diese Person sich damit beschäftigt, noch. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ist hier los, wenn ihr euch begegnet? Wer wurde wem geschickt oder habt ihr gemeinsam hier etwas zum Aufräumen oder dergleichen? Also es kann natürlich auch sehr gut sein, dass du in dieser Konstellation der Hilfsengel bist, der diesem Menschen eventuell in dieser Situation oder in diesen Energien unter die Arme greift und unterstützend und helfend zur Seite steht, ja, also, ja, ist gerade ein bisschen schwierig, je nachdem, worauf man schaut, ob das jetzt sich hier um eine platonische Freundschaft handelt oder um eine Partnerschaft, angehende Partnerschaft, Familienthemen, was auch immer. Ihr müsst da so ein bisschen eure eigenen Wörter für diese Energien finden, okay? Ja. Kommen wir zu diesem inneren Richter beziehungsweise zu dieser zweifelhaften Stimme, die sich hier auftut, denn es gab gewisse Dinge auch in deiner Erfahrung, in deiner Vergangenheit, wo du vielleicht gerne mal eine extra Runde gedreht hast oder genau diese Menschen, die du eigentlich nicht mehr wolltest, wieder in dein Leben gezogen hast. Jetzt muss ich hier nochmal kurz nachlesen. Genau. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, kann sein, dass du es hier mit Ängsten, mit Zweifeln zu tun bekommst, so im Sinne von, was erwartet mich jetzt, was ist das für ein Mensch, ja hier wieder mit Lug, Betrug, Verrat etc. pp. Urteil bitte nicht zu schnell. Nur weil diese andere Person eventuell noch akute Baustellen hat oder jetzt gerade akute Baustellen hast du vielleicht auch, ja. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch direkt irgendwie ein Lügner und ein Betrüger ist. Ja, gib dieser Person eine Chance. Unbedingt. Ja, das ist hier auch in der Energie. Ich glaube, das steht sogar irgendwo wortwörtlich. Ja, okay, gut. Hier steht zumindest schon mal, hab Geduld. Gut, ja. Also, auf jeden Fall, wenn man hier die Dinge überstürzt, und gleich irgendwo reinrennt und gleich irgendwo zu viel wird, dann kann es ziemlich kompliziert werden zwischen euch beiden, weil hier nämlich noch andere Menschen involviert sind oder andere Energien, andere Situationen, die eventuell noch wichtig sind für diesen Menschen. Ja? Wie ich vorhin schon gesagt habe, hier handelt es sich um Kinder. Es kann aber auch sein,
Vielleicht läuft gerade irgendwie der Scheidungsprozess oder so, was diesen Menschen gerade so schlaucht und ihr begegnet euch da auf dem Gericht oder keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall, dieser Mensch hat hier noch zu tun mit Drittenergien, sagen wir es mal so. Oder Drittenergien, die wurschteln hier noch in eurer Verbindung rum. Es ist aber nicht so, dass hier eine präsente Person da ist und sich hier einmischt. Also das kann ich, ihr Lieben, komplett ausschließen. Ja, hier ist keine Person, die hier rumfuscht. Wenn in deiner Beziehung jemand da ist, der aktiv hier manipuliert und rumfuscht, dann ist das nicht deine Legung. Das kann ich schon mal wirklich ausschließen. Das ist eben nur dieser Hinweis, dass es hier noch gewisse Dinge gibt zum Aufräumen. Ja? Oder vielleicht, wenn dieser Mensch eben gerade in der Scheidung steckt, wie das dann ist mit dem Sorgerecht für die Kinder oder irgendwie sowas, ja, oder Wohnortwechsel, Arbeitsplatzwechsel, was auch immer. Irgendwas brodelt hier noch, irgendwas ist hier noch zum Aufräumen. Deswegen auch dann hier zu guter Letzt unterm Deck der Hinweis für die Freundschaft. Und da steht auch ganz explizit und deswegen auch diese Geduld und das Nicht-Erzwingen von irgendetwas. Fokussiere dich darauf, eine Freundschaft mit diesem Menschen aufzubauen, bevor du an Beziehung denkst, bevor du an Partnerschaft denkst. Und ich habe das Gefühl, dass es hier zwischen euch beiden wirklich besonders wichtig ist, dass hier erstmal eine Freundschaftsebene aufgebaut wird. Das offenbart nämlich mehr Details, mehr Hintergründe, als wenn man direkt in eine Beziehung einsteigt. Also wie kann man das erklären? Jetzt nicht irgendwie daten und dann sich darauf fokussieren, zusammenzukommen. So, ja, wie ist denn dann unser Beziehungsstatus? Ja, wenn man schon eine Zeit lang sich datet. Hier wirklich einfach aus einer gewissen Distanz raus erstmal Freundschaftsbande knüpfen. Und das ist hier super wichtig. Steht hier noch was Wichtiges? Genau, einfach nur, um diese Hintergründe, einfach um diesen Menschen besser und tiefer kennenzulernen, zu erfahren, um ihn auch besser zu verstehen. Und das ist auch ganz wichtig, um diesem Menschen auch die Möglichkeit zu geben, dass er euch vertrauen kann. Ganz wichtig, weil es kann sein, dass diese Person hier die ein oder anderen Vertrauensprobleme mitbringt. Ja. Ich denke mir gerade, es ist eigentlich total schade, ne, dass die Beziehung so eingegangen wird, vielleicht so der eine mit Vertrauensängsten, der andere mit Bindungsängsten oder so. Ja gut, also hat jetzt damit nichts zu tun, kam mir gerade nur in den Sinn. Die Zeitkarten, oder was heißt Zeitkarten? Das ist jetzt ein Deck, da sind nicht nur Zeitkarten drin, aber was wir hier haben zusammengefallen ist die Winterzeit und der Wake-up-Call, also der Weckruf. Diesen Winter, ich meine, wir haben jetzt Oktober, okay, und das heißt, in den nächsten Wochen bzw. wenigen Monaten lernst du diesen Menschen kennen. Da kommt jemand in dein Leben. Beziehungsweise du bekommst vielleicht so eine Art Weckruf. Hey, weißt du was? Dort und dort ist eine Party, wozu du eigentlich überhaupt keinen Bock hast, aber irgendwas drängt dich dorthin und dort lernst du diesen Menschen kennen. Oder irgendeine... im Winter sind doch die ganzen Weihnachtsfeiern und so. Ja, vielleicht lernst du diesen Menschen auf einer Weihnachtsfeier kennen. Wer weiß, es könnte ja diese Zeit sein. Oder du fährst in den Urlaub oder so über die Wintermonate. Ja, wir legen uns jetzt nicht auf den Winter fest, weil rein jahreszeitentechnisch ist das ja eh alles so ein bisschen verschoben. Auf jeden Fall, irgendwas passiert.
in diesen Wintermonaten, in dieser Winterzeit. Entweder steht dieser Mensch dann schon in deinem Leben oder du bekommst gewisse Trigger, gewisse Hinweise oder so, wo du weißt, wo du hingehen musst. Das ist so interessant. Das ist so spannend. Und dann noch ganz wichtig, der Hinweis, erzwinge nichts. Ja? Ich habe das Gefühl, ihr geht beide so ein bisschen durch einen Prozess innerhalb dieser Kennenlernphase, innerhalb des Aufbaus eurer Freundschaft. Drängt euch nicht gegenseitig in irgendeine Richtung. Das kann hier so eine wundervolle Verbindung werden. Ich habe das im Gefühl, ohne Witz. Hier kann was ganz Schönes entstehen, wenn man den Dingen Zeit lässt und Raum gibt, zu wachsen. Ich weiß, gerade wenn es so ist, wenn man zum Beispiel am Anfang total von jetzt auf gleich Hals über Kopf verliebt ist, ja, dann möchte man am liebsten 24/7 mit diesem Menschen verbringen und möchte man ihn immer um sich rum haben oder immer ständig Dinge miteinander unternehmen und was weiß ich. Schaut bitte, dass da diese Distanz oder dieser, sagen wir mal Freiraum, Distanz hört sich gleich so böse an, ja, dieser Freiraum so ein bisschen gewahrt bleibt, dass auch der Druck von innen raus reduziert wird. So, ja, wir kennen uns jetzt schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, so langsam kann man doch dann mal Richtung Partnerschaft gehen oder von der Freundschaft in die Partnerschaft rutschen. Ganz ehrlich, es hat alles seine Zeit. Und es hat alles seine richtige Zeit und seinen richtigen Ort. Und bei den einen dauert es 3 Monate, bei den anderen dauert es vielleicht 9 Monate, wie auch immer. Aber wenn man hier versucht, irgendetwas zu erzwingen oder die Sache in irgendeine Richtung zu manipulieren, dann kann der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen. Und dann kann es im schlimmsten Falle auch sein, dass man sich hier wirklich separiert, komplett. Und dann fängt es wieder von vorne an. Ja? Was total interessant ist hier unterm Deck, achte auf deine Träume. Und das bedeutet jetzt für jeden irgendwo was anderes. Also es kann sein, dass du jetzt schon von dieser Person träumst, beziehungsweise von diesem Menschen schon geträumt hast. Finde ich so geil, finde ich super. Kann aber auch sein, dass hier noch Botschaften und Nachrichten zu dir wollen, wenn du diese Person kennenlernst oder beziehungsweise, wie ich vorhin in dem Beispiel gesagt habe, vielleicht wirst du auf eine Party eingeladen und hast überhaupt keinen Bock hinzugehen, aber irgendwas in dir sagt, du musst dorthin oder vielleicht hast du schon geträumt von dieser Party, dass du dort sein wirst und eigentlich hast du überhaupt keinen Bock, weil du die Leute nicht magst oder sonstiges und dann bekommst du Nachrichten. Infos, Nachrichten, Hinweise, was auch immer. Entweder du träumst von diesem Menschen oder du träumst später dann, wenn ihr miteinander zu tun habt, von irgendwelchen Dingen im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall sind hier gewisse Energien, gewisse Nachrichten und Infos und Botschaften, die dich erreichen werden. Das heißt, schau bitte, dass du deine Zweifel und deine Ängste so gut es geht komplett ausblendest und dich voll und ganz auf deine Intuition verlässt. Das ist eigentlich so ein Lebensratschlag, der gilt im Allgemeinen. Also in meiner Wahrheit zumindest. Ja, ihr Lieben, also jeder kann das so handhaben, wie er möchte. Ich versuche immer den Fokus auf meine Intuition zu lassen, weil mein Kopf mich echt immer nur in Schwierigkeiten bringt. Also in emotionale Schwierigkeiten. Mit meinem Kopf meine ich jetzt so Ego, Ängste und Zweifel, solche Dinge. Ja, also finde ich total cool. Ich freue mich total und ich bin echt gespannt, was das wird, wenn ihr euch dann seht, wenn ihr euch erkennt. Das ist nämlich etwas, das ist von beiden Seiten.
Also das ist nicht nur jetzt eine Info für dich, so hallo, hier kommt jemand Neues in dein Leben, du wirst jemanden kennenlernen. Nein, dieses Gegenüber hat da auch schon irgendwas, irgendein Brodeln oder keine Ahnung. Ich freue mich auf die nächsten Liebesgeschichten. Lovelies, habt eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.